Hallo und herzlich willkommen zu In a Nutshell, heute mit Cornelia Brunner und dem Kriterium Gender. Cornelia, wenn du magst, begrüß doch gerade deine Arbeitsgruppe. Grüß Gott. Es freut mich sehr, auch virtuell mit euch allen irgendwie zusammenarbeiten zu können. Leider ist mein Deutsch immer nicht ganz gut genug, also werde ich öfters ins Englische zurückfallen müssen. Ja, wir kommen direkt zu unserer allerersten Frage. In welcher Hinsicht ist die Berücksichtigung von Gender relevant, wenn es um Apps für Kinder geht, deiner Meinung nach? Okay, also erstmal müsst ihr wissen, dass ich bin ein Entwicklungspsychologin, so ist das auf Deutsch, genau, das bin ich. Also ich studiere schon seit vielen, vielen Jahren, wie Kinder lernen und wie sich das Lernen in verschiedenen Kinderarten, sagen wir mal, different types of children, wie sich das entwickelt. Und schon seit vielen, vielen Jahren arbeiten wir dran an dem Thema Gender and Technology. Also wie Technologie was wir uns von der Technologie wünschen, ist sehr anders, wenn wir feminin denken, als wenn wir maskulin denken. Und in meiner Sprache bedeutet das nicht, dass es biologisches Sex ist, also es ist nicht Frauen und Männer, sondern es ist genauso möglich, es ist Männern genauso möglich, zum Teil feminin zu denken, als es Frauen möglich ist, zum Teil maskulin zu denken. Und daher ist es für mich immer besser, wenn wir die Wörter Butch und Femme gebrauchen, anstatt maskulin und feminin, weil da zu viele Leute wären da ein bisschen verwirrt und meinen, dass das Feminine also mit Frauen nur zu tun hätte und so weiter. Also werde ich immer über Butch und Femme reden. Und was ich bei Butch meine, ist also eine sehr maskuline Art. Und was ich bei Femme meine, ist eine feminine Art, okay? Aber es hat nichts mit der Biologie zu tun. Das ist also erstmal verstanden, okay? Ja, es hat sehr viel damit zu tun, denn Lernen ist sehr gender-specific. We like very different things if we are butch than if we are femme. And in our work, we have been thinking for 30, 40 years about how to make people aware of the fact that the ways in which we deal with technology, what we want from it, is very gendered, and that therefore it's important to keep both genders, butch and femme thinking, in mind when you design learning environments. Und damit eben auch Apps. Wenn wir Okay, gibt es eine Verbindung zwischen deiner alltäglichen Arbeit und der Auseinandersetzung mit dem Thema? Du hast eben schon ein bisschen eingeleitet, aber vielleicht könntest du noch mal genau erklären, wie ihr genderspezifische Unterschiede berücksichtigt. Okay, angefangen haben wir vor vielen Jahren. Es gibt da ein paar Bücher auf Englisch, die heißen From Barbie to Mortal Kombat, und das sind Bücher über games, digital games, and gender. There's two. They were published 10 years apart, and it was all about how the field has changed, because in the beginning all games were for boys. So we have been thinking about this for a very long time, and in a nutshell, the real difference is, when we're talking about games and apps in particular, is that femme players, femme thinkers, want something very different. They want technology or games that help them combine things, integrate technology into their lives, think about things that are important but not necessarily epic struggles, whereas butch thinkers love big epic struggles in which you have to save the whole world or you have to do something terribly important. That very same butch way of thinking can be frightening and off-putting to femme thinkers whom it makes anxious, and they don't want to play like that. So when you are thinking about games in particular, which is what most of my work has been about lately, learning games, it's very important to remember that
games can be enjoyed in very different ways. So one of the ways in which we've been thinking about it is, if you think of a continuum from collision, when things collide and bang together, whether it's shooting or racing, and on the other end, you think of arrangement, where things are organized together in nice ways, made into patterns, where you make order out of things. If you think of that as a continuum, collision is very butch, and arrangement is very femme. There's another continuum which sort of goes orthogonal to it, so they are sort of like this. They cross each other, has to do with dexterity, what we call in English dexterity. And that can be mental dexterity, puzzle solving, being clever, or it can be physical dexterity, the sort of twitch games where you have to be very quick to react to something. That particular dimension is not gendered. Butch and femme thinkers both like being clever and they like physical dexterity. So it is the content of the games, whether or not it's about an epic struggle in which you have to save the world, or whether it's about rescuing a small creature. That difference is gendered. Whether or not you have to solve a clever puzzle or be very quick on the trigger is the non-gendered dimension when it comes to games. Does that make sense? Absolut. Absolut. Okay. Ich danke dir sehr. Ja. Du darfst gerne noch was anhängen, falls noch was dir noch auf der I just wanted to Lesebrett. hang on. I just wanted to say the other thing, that when it comes to looking at apps, games in particular, or designing them, it's very important to recognize that those two kinds of pleasures are often available in the same game, and that what you have to pay attention to is whether or not it's possible to play the game in a butch way and in a femme way, not whether or not the game looks more butch than femme or more femme than butch. It's really the pleasure that kids get from actually engaging the game, which is the stuff that helps them learn. And those pleasures have to be available regardless of what the game looks like on the outside. That's really all I want to add. Jetzt hoffe ich, dass wir uns noch in 3 Minuten gut verstehen, weil die Verbindung doch nach New York manchmal ein wenig zeitverzögert ist. Man mag es kaum glauben. Ich würde dich als allerletztes bitten, vielleicht hast du Grußworte, die du an deine Gruppe richten möchtest, oder Wünsche, wie du dir die Zusammenarbeit mit deiner Arbeitsgruppe vorstellst. Wie ich mir die Zusammenarbeit vorstelle, ist mir völlig unklar. Das liegt alles an euch. Was ich tun kann, ist, ich freue mich sehr, von euch allen zu hören, was ihr denkt, worüber ihr denkt, wenn ich irgendwas tun kann, um euch euer Denken weiterzuhelfen, tue ich das sehr gerne. Aber mehr weiß ich nicht, denn ich habe so eine Art von Kurs, den ihr hier macht, noch nie selber mitgemacht. Also lasst mich wissen, was ihr von mir braucht, und ich werde es versuchen zu tun. Super. Ich denke, für uns ist es ja auch ein Pilotprojekt, von daher ist es auch für uns neu. Aber der Auftrag ist doch schon gemacht. Und ich danke dir recht herzlich und wünsche uns allen good luck und hands on. Good luck. Thank you.